Eine weitere Brücke, über die wir fahren. Die Straßen hier, also es geht hier mitten durchs Hochgebirge irgendwie so halbwegs. Naja, okay, entlang an dem Fluss. Aber trotzdem, also die Straße ist echt fast komplett gerade. Das bedeutet, wenn irgendwo irgendwie ein kleines Tal ist oder sowas, wird eine Brücke drüber gebaut. Und sollte irgendwo ein Berg oder so im Weg sein, wird ein Tunnel durchgebaut, sodass die Straße einfach nur gerade ist. Und ja, auf der anderen Seite vom Fluss wird auch gerade irgendwie noch so ein neuer Superhighway gebaut. So abgefahren, echt. Hunderte von kleinen Brücken, die die ganzen kleinen Täler da überspannen. So wie hier halt. So dermaßen aufwendig, diese Straßen zu bauen. Aber ja, das Ergebnis ist natürlich mega genial. Du hast eine glatte, gerade, breite Straße. Und im ganzen Land sieht es so aus. Das ganze Land ist einfach mit einem super krassen Straßennetz ausgebaut und man kommt halt überall super schnell hin. Keine alten, kurvigen, bergigen Straßen mehr, sondern gerade, breite Highways. Egal, ob es flach oder bergig ist oder ein Tal im Weg ist. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Yeah, here. You here. Oder du hier. Oh, very good. That's good. Very good. Oh, thank you. You're welcome. You're welcome. No problem. Thank you. Thank you. 谢谢. Wir haben gerade noch ein paar andere Radfahrer getroffen. Die wir heute frisch schon getroffen haben. Die, genau, den, ja, ach ja, stimmt, genau, den haben wir heute Morgen getroffen. Aber seinen Kollegen glaube ich nicht, oder? Der ist einfach vorbeigefahren. Ja! Voll das geile Fahrrad. Irgend so ein Plastikfahrrad mit irgendwelchen Plastikspeichen irgendwie, oder? Ziemlich witzig. Ja, spricht aber keiner ein Wort Englisch. Ziemlich geiles Gefährt auf jeden Fall. Nice, nice. Wir sind fertig für heute. Wir haben so eine kleine Straße jetzt gefunden. Gucken wir, ob wir da unten Zelt aufbauen oder hier. Und wir sind 74 Kilometer gefahren. Jetzt ist 6 Uhr abends und boah, wir sind jetzt so fertig, weil wir gestern bis so spät gefahren sind und heute jetzt die ganze letzten 10 Kilometer. Das ging echt gut bergauf, steil. Jetzt kochen wir uns gleich die Nudelsuppe. Es sind ganz viele Leute gerade an uns vorbeigefahren. Die hatten alle solche Zweige dabei, die man da hinten jetzt sieht. Und die haben sie hier jetzt beleuchtet und machen ordentlich Krach. Da, da unten, da oben, da. Wir waren gerade beim Abendessen. Und auf einmal haben wir das gehört, dass die Leute angefangen haben, so zu jubeln oder zu schreien. Immer was Neues, absolut. Boah, im ganzen Tal hier. Ja, ich glaube, wir bleiben hier und schauen von hier, oder? Ja. Vielleicht ist das doch was ziemlich Bedeutungsvolles für die. Wir wollen die Leute nicht dabei stören. Dass wir sowas sehen, oder?
ich meine, keine Ahnung, ob das, also ich denke nicht, dass das in ganz China ist. Also ich denke, das ist schon was ziemlich Regionales. Womöglich ist das sogar irgendwie nur in diesem Tal hier oder so, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch jeden Abend, keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Das ist irgendwie das, was das Ganze ausmacht, diese Art zu reisen, die alltäglichen Überraschungen und tollen Dinge, die man zu sehen bekommt, mit denen man nie rechnet und überhaupt nicht weiß, dass sie stattfinden oder es in irgendeiner Weise plant, sondern ja, einfach irgendwie mittendrin ist im kulturellen und alltäglichen Leben der Menschen. Heißes Wasser? Heißes Wasser? Ja. Sehr gut. Ja, vielleicht müssen sie jetzt quasi kochen, weil sie nichts anderes hier haben. Na gut. Shishi. 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 Ja, genau, so ein bisschen. Ja, das war auch zu doll gerade. Da ist irgendwie so eine, also es ist kein E am Ende, aber man sagt so irgendwie, das zweite ist halt so ein bisschen, irgendwie, es hört sich so an, als wenn ein E am Ende ist. Also Shi, Shi. Shishi. Ja, irgendwie so, ja, genau. Shishi. Shishi. Nee, nicht so doll. Shishi. Shishi. Haben wir gerade was richtig Gutes entdeckt. So eingelegten Birnen und Zucker. Und was noch? Ja, ich dachte, das Delicious wären Erdnüsse in so einem Teigmantel. Und das sind Bohnen. Was steht da drauf? Da steht da drauf, really very crisp, eating will not forget. Ich will das wirklich nicht vergessen, dass ich anstatt Glitzerbohne gekauft habe. Aber sie sind doch irgendwie interessant. Crispy. Very Really very crisp, würde ich sagen. Ah ja, steht auch drauf. Die ganze Zeit ein bisschen bewölkt. Das war ziemlich angenehm. Deswegen bin ich auch mit freiem Oberkörper gefahren. Das war richtig schön kühl und erfrischend. Uiuiui, in Thailand, in Laos und in Vietnam war das so heiß zum Teil. Das ist echt wieder richtig schön, jetzt ein bisschen kühlere Luft zu haben. Eine kleine Abkühlung. Langsam raus aus dem subtropischen Klima. Ui. Doch, da freue ich mich drauf, absolut. Gleich geschafft. Ja. Das war eine krasse Bergetappe. Man kann stehen bleiben. Das war krass. Wir sind gerade 32 Kilometer gefahren in 5 Stunden. Reine Fahrzeit, 5 Stunden in die Pedale getreten. 1315 Höhenmeter. Seit 8 Uhr morgens unterwegs und jetzt ist kurz vor 3. 14.42 Uhr, 30,9 Grad Celsius. Was gibt's noch? Ne, damit haben wir alles. Durchschnittgeschwindigkeit 6,54 Kilometer pro Stunde. Boah, geil. Wow, super.
Und an dieser Stelle wieder eine kurze Unterbrechung, wo wir ein riesengroßes Dankeschön an alle unsere Unterstützer auf Patreon aussprechen wollen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wenn du uns auch unterstützen möchtest, findest du den Link zu unserer Patreon-Seite mit all den Rewards unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank. Und jetzt zurück zum Video. Gut, also vor uns liegt jetzt die Stadt Linh An Jen oder sowas. Und auf Maps.me sieht das halt aus wie so eine kleine Stadt. Aber in Wirklichkeit sehen wir von hier super viele Wolkenkratzer. Und das ist eine riesige Stadt, die ist wahrscheinlich so groß wie Hamburg oder sowas. Und ja, auf Maps.me ist es, naja, kein Dorf, aber es ist schon irgendwie relativ klein. Also wir haben niemals damit gerechnet, dass so riesig ist, die Stadt. Das ist wahrscheinlich der erste Fehler, den jeder in China macht. Jede noch so kleine Stadt ist wahrscheinlich schon eine Millionenstadt. Eigentlich wollten wir da reinfahren, aber wir sind jetzt irgendwie auch aus Versehen auf eine andere Straße gefahren und jetzt haben wir die Möglichkeit, daran vorbeizufahren. Und ich glaube, aufgrund der anstrengenden Etappe, die wir jetzt schon hinter uns haben, kann ich, glaube ich, ganz gut darauf verzichten, jetzt nochmal durch eine Großstadt zu fahren, oder? Ja. Ja, ich glaube, was zum Essen werden wir ja irgendwie hier auch organisiert bekommen. Das glaube ich auch, ja. Ja. Einen Laden suchen, Gemüse suchen, Bier suchen vielleicht. Bier wäre nice, ja. Ja, vielleicht so ist besser. Dann sind wir auch haben früher einen Zeltplatz und ist in Hellem. Ja. Gut, dann los. Gut. Gut, wir sind halbwegs am anderen Ende der Stadt angekommen. Wirklich krass. Echt abgefahren. Also mir fehlen da wirklich fast die Worte. Unglaublich, wie viel hier gebaut wird. Es werden überall Straßen gebaut. Und das ist jetzt die erste größere Stadt, in der wir sind. Es werden überall Hochhäuser und neue Häuser und Fabriken und weiß der Geier was gebaut. Wenn das so weitergeht, also wenn das überall so ist, dann, geht es in ein paar Jahren aber richtig ab mit China. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wow. Ich bin echt gespannt. Ob das irgendwie die nächsten Jahre dann irgendwie alles zusammenbricht oder sowas. Der Yuan irgendwie komplett an Wert verliert oder weiß der Geier was. Oder ob das hier weiterhin so explodiert und das einfach ein mega krasses Land wird. Was ist mein erster Eindruck auf jeden Fall jetzt auch eigentlich schon ist. Es ist echt ein ziemlich krasses Land. Wow, absolut. Und ich glaube, wir werden noch so viel krassere Sachen sehen. Ich glaube, das hier ist auch einfach nur lächerlich, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Da werden wir in den Großstädten, also das wird Kunming, Chengdu, Xining, Xi'an und Beijing. Genau, ja, die 5 Städte werden das sein. Die haben alle, glaube ich, er hat hier gerade was verloren, die haben alle, glaube ich, über 10 Millionen Einwohner. Bin sehr, sehr gespannt. Er verliert hier die ganze Zeit seine Dinger. Gut, naja, Olga kauft jetzt gerade ein bisschen ein. Und dann gucken wir mal, also halt, ja, auf Maps.me sieht das alles so anders aus. Wir dachten eigentlich, wir fahren hier aus der Stadt raus und da ist wieder eine einsame Hauptstraße, so wie es heute den ganzen Tag war in den Bergen. Aber also in die Richtung müssen wir irgendwie und wir haben eben schon gesehen, da sind Häuser und Städte, solange das Auge wieder reicht. Irgendwann kommt ein Berg, da müssen wir wieder bergauf. Spätestens ab da, denke ich, wird es ein bisschen weniger besiedelt sein. Ja, mal gucken, wo wir heute Abend dann mit unserem Zelt landen. We will see.
Sehr geil. Ich filme die ganze Bande. Und der Kollege da filmt Olga. Geil, jetzt haben sie es auch gesehen. Sehr schön, super. Wenn sie keine Vibrationen auf der Straße spürt, vielleicht umknickt schon vorher zurück. Boah, nein. Jetzt wird sie zerfleddert. Ah, Vorsicht, Schlange. Boah. Wird gewartet. Boah, krass. Boah. Abgefahren. Wusch. Und weg. Boah. Krass. Das war, glaube ich, so die erste richtige Schlange, die wir gesehen haben, oder? In Thailand haben wir einen. Stimmt, in Thailand so eine riesige, stimmt. Ja, das war aber Boah, nachts. das war deswegen nachts. haben wir die nicht so gut gesehen. Und wir haben sie auch nicht gefilmt. Auf Video ist das hier die erste. Kann ja mal einer von den Schlangenexperten reinschreiben, was das für eine Art war. Eine grüne Mamba. Okay. Ni hao. Gut, okay. So, weiter geht's. Problem ist nämlich, die Stadt ist riesig. Das ist eine riesige Stadt und die Häuser hören nicht auf. Wir sind jetzt hier schon knapp 80 Kilometer gefahren und überall sind Häuser. Und wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, bis wir einen Zeltplatz finden. Von daher, weiter geht's. Boah, da hinten sind noch die Hochhäuser zu sehen. Uff. Jetzt lassen wir dieses vermeintliche Dorf hinter uns. Ja, hier sieht's schon ziemlich gut aus. Ja, hier werden wir gleich einen guten Campingspot finden. Da vielleicht oder da links. Ich glaube, da links vielleicht, da sieht es auch ganz gut aus. Campingspot gefunden. Bier schon am Start und jetzt haben wir noch einen anderen Snack. Wir haben uns irgendwie so ein Tofu gekauft, was die heute den ganzen Tag überall grillen. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, dass es fermentiert ist. Mal gucken, ob das gut schmeckt. Mit der Soße. Also fermentierter, gegrillter Tofu mit irgendeiner Chili-Soße. Das ist gut. Ein bisschen so ein Nachgeschmack. Gut scharf die Soße. Nachgeschmack. Ich habe einmal in Hamburg auch fermentierten Tofu gekauft. Der war echt nicht gut. Der hier ist besser. Das Original aus China. Nice.